Ja, ich war endlich mal wieder im Bayerischen Wald und habe die Tage vorher immer schon das Wetter im Blick gehabt. Leider war es so, dass immer weiter nach unten korrigiert hat, was die Thermik- und Streckengüte betrifft. Ja, das Problem war starker und sonst mäßiger, sehr böiger Südostwind oder mit starker östlicher Komponente. In die Alpen hat es gar nicht gut ausgeschaut. Da haben wir gedacht, ja, passt eh perfekt. Bin ja sowieso an dem Wochenende in Straubing. Der Hausstein ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wie man es hier in der Übersicht bei den Thermikprognosen bei Börner schon sieht. Der ganze Alpenraum schaut ziemlich mau aus. Ja, für den Bayerischen Wald hat das Ganze noch ein bisschen besser ausgeschaut. Man sieht ja hier im Diagramm, ja, der Wind ist wenn dann das Thema und die eingelagerten Inversionen, also es schaut ehrlich gesagt ganz schön komisch aus. Oben überhalb 2000 Meter ziemlich starker West-Nordwestwind und dann unterhalb dieser Inversion dann ein Ost-Südostwind. Ja, also 180 Grad Windrichtungsumkehr in einer relativ dünnen Schicht. Drunter der Wind auch nicht allzu schwach. Also, naja, wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ein Versuch ist jetzt auf jeden Fall wert. Die Richtung passt zumindest für einen Haustor. Es war auf jeden Fall so, dass ich mir gedacht habe, okay, also fliegbar wird es wahrscheinlich sein, das würde man auch zutrauen. Und insofern haben wir gedacht, das probieren wir jetzt halt einmal aus. Und anscheinend war ich auch nicht der Einzige mit der Idee. Ich war ja kurz vorher noch in Bassano und ja, da war glaube ich auch nicht viel weniger los. Also aber gleich wieder die gleichen Leute getroffen, die in Bassano getroffen habe, die waren dann ungefähr alle auch am Haustor, was echt cool war, mal wieder die ganzen Leute zum Singen. Es hat dann auch ziemlich gut ausgeschaut, habe das so ein bisschen, das Treiben am Startplatz mal ein bisschen auf mich wirken lassen. Hohe Schichtbewölkung war hier erst einmal nicht das Thema, es war dann total blau, entsprechend volle Einstrahlung, habe ich mich schon mal darauf eingestellt, auf die starken Ablösungen. Und ja, wie dann an der Reihe war, habe ich eigentlich ein sehr schönes Fenster zum Starten erwischt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir was finden oder nicht. Der Hausstein ist schon auch was, wo man gerne mal absauft. Bei mir, bei alle. Wahnsinn, da geht es ja schon wieder. Jetzt war erst in Bassano, wo so viel los ist. Und hier geht es schon wieder dazu. Und das ist der Bayerische Wald, Leute. So schaut es doch aus. Oh, leck. Ich sage immer, der erste Start im Bayerischen Wald ist ein Low-Safe. Und das trifft irgendwie zu. Ah, so, jetzt bin ich rausgefallen. Da ist ein Vogel vorn. So, den Bart habe ich für mich. Ja, ich bin hier oft schon abgesoffen, weil ich da mich zu sehr darauf verlassen habe, dass es gleich noch wo besser geht. Aber es ist hier wirklich auch von der Taktik her einfach alles mitnehmen. Damit ist man schon gut beraten. Ja, wenn es jetzt hier nicht gleich gut hochgeht, dann wird es eh knapp. Ja. Jetzt. Ja, da kommt jetzt was Gutes. Ich muss jetzt eng nehmen. Sorry, Jungs.
dass ich da vielleicht in dem enger Kern drin bleibe. Juhu! Jetzt. Ja, Bewegung drin und ich falle hier auch fast wieder raus. Ja, gib doch jetzt Ruhe. Da, ich bin ja eh schuld, wenn ich da am Thermikrand rumdümpelt. Wie es einfach da hinten alle Höhe gemacht haben, jetzt können wir uns wieder Vierer, weil es nicht gescheit geht. Die Basis ist wirklich nicht hoch. Wir sind jetzt bei 1050 Meter. Also ich würde sagen, schon mal nicht direkt abgesoffen. Da ist total die Rotation in dem Bad. Ich brauche fast nichts machen. Der Schirm dreht irgendwie gerade so ein bisschen von allein. Ist das jetzt gut oder schlecht? Mir hat es schon wieder jetzt so saumäßig taugt, wirklich. Du kommst am Startplatz und das ist wie wenn du zu einer Familie heimkommst. So die ganzen Bekannten und Freunde vom Fliegen, mit denen man schon so viel durchgemacht hat. Ganz besondere Grüße gehen raus an die Regensburger, an die Deckendorfer, an die Straubinger. Ganz egal, für welchen Verein dass man fliegt am Ende. Also heute ist es so, es ist Samstag und Samstag, Sonntag ist immer Wertung für die Gleitschirm-Bundesliga vom DHV XC. Und ja, wenn man mindestens 15 XC-Kilometer fliegt, kommt man in die Wertung rein. Und die 3 besten Flüge eines Vereins machen quasi die Punktzahl für den Verein aus. Genau, und mit meinem Verein, für den ich da Strecken fliege oder in der Wertung fliege, ist der GSC Ratisbona Regensburg. Wir sind in der ersten Bundesliga. Und ja, das ist wirklich komisch. Also es geht hier nicht gut. Wegfliegen sehe ich bisher noch nicht viele Chancen. Alter, viel mehr muss ich da jetzt mal voll aufpassen. Es geht wieder gar nichts, also es ist eine ganz komische Luft. Aber so ist es. Ja, man ist dann immer am Überlegen, ja, der Tag war vor ein paar Tagen war er noch brutal gut angekündigt. Dann hat er sich jetzt halt nochmal ziemlich runter korrigiert. Dann überlegt man wieder, mache ich doch was anderes, weil es ist ja einmal ein Zeitthema. Man muss ja dann die anderen Leute, die eben nicht fliegen, ja auch irgendwie absagen und auch Verständnis hoffen und dann sagt, ja, jetzt geht man zum Fliegen. Und dann geht es dann doch nicht und dann ist man irgendwie doch nicht zufrieden, sondern nein, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich ziehe dann den Plan durch und das hat sich schon wieder rentiert. Habt auch ein bisschen Airtime, aber ja, so ist es immer. Ach, geh. Ich stehe ja so gegen den Wind, also so wie ich es jetzt mache, ist echt blöd. Ein Wind ist da, ist ja brutal. Alter, was mache ich? Hey. Wahnsinn, noch in der Luft. Also ich glaube, da geht halt gar nichts. So komisch. Ich probiere es jetzt aber, also ich muss nicht zum Landeplatz unbedingt zurück, weil ich sowieso One-Way Richtung Straubing fliegen wollte, weil ich da wieder Mitfahrgelegenheit habe. Das heißt, ich kann es dann ruhig auch mal auf Biegen und Brechen da probieren. Zumindest Richtung Deckendorf, weil da kann ich dann auch zum Bahnhof gehen. Das ist dann auch kein Stress. Ja, Wahnsinn, da geht echt nichts hier. Jetzt. Ein Heber. Ich glaube, ich war da lehseitig von dem Bad. Alter, nee, ey. Ein Kreis im Sinken, ey, das haben wir gern. Na. Ich glaube, dass die Waldkante halt die Abrisskante ist, deswegen halte ich mich jetzt da so links. Außerdem versetzt mich sonst oben, oben drüber ins Lee. Deswegen halte ich da ein bisschen Richtung Felder und Waldkante raus. Da vorne geht's, aber ob ich da noch hinkomme.
Da ist jetzt ein Vogel, der gleitet aber ab und hat den Schirm. Ah, Wahnsinn, ey. Boah. Da ist der Bussard fahren. Boah, ey. Ist das ein starker Wind. Kim, beiß an. Ja. Ah, es muss noch besser gehen. Jetzt. Ah, geh. Wahnsinn, nee, kriege ich nicht zentriert. Ah, fuck. Ist der doch an Hang her verschoben? Jetzt brauche ich was Starkes langsam. Na, Mann, bin da gefangen. Ah, ah. Da wollte ich zu früh zu viel. Echt doof. Einfach nur doof. Nee. So kann es auch laufen. Das war's. Das war's. Ja, und ich bin ja ganz ehrlich, mir hat das auch wieder frustriert. Aber so ist es halt mal. Und meistens vergeht das dann relativ schnell, weil das nächste Abenteuer steht ja schon vor der Tür, nämlich wie kommt man wieder dahin, wo man hin will. Naja, dann muss jemand anders die Bundesliga-Punkte holen. Das war nicht viel. Keine Ahnung, jetzt da vorne beim Hausbad haben wir gedacht, ja, da kannst du jetzt locker mal ein bisschen Feder fliegen und dann geht es so schnell und dann stehst du da gegen den Wind. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt nicht so weit, aber ich gehört auch dazu. Den Bart nicht gescheit erwischt. Ach Mann. Ja, kein langer Flug. Ja, man fragt sich dann immer, woran hat es gelegen? In dem Fall definitiv an mir. Da vorne, der eine Schirm ist dann zwar auch nicht weit von mir gelandet. Viele andere sind auch noch weitergeflogen. Ich habe jetzt halt im Nachhinein gesehen, es sind halt sehr schöne Flüge eingereicht worden. Es hat jetzt keiner eine sehr große, geschlossene Aufgabe geflogen, aber fast bis Ringsburg, zwischen Straubing und Ringsburg runtergekommen. Also wirklich Respekt, aus so einem schwierigen Tag so viel zu machen. Ja, bei mir hat es leider nicht geklappt. Ja, gehen wir zu den nächsten Zirren. Da meine ich, ist jetzt der ganz vorbei. Da hinten fliegen wir noch ein paar Leute. Gehen wir auch noch mal ein paar Vierer. Aber ja, schauen wir mal. Ich muss jetzt damit abfinden, dass ich abgesoffen bin. Und ja, mein Plan ist, wie gesagt, ich muss ja nach Straubing. Ich gehe jetzt nach Deckendorf zum Bahnhof. Ganz einfach, vielleicht nimmt mir jemand noch ein Stückchen mit. Aber das war's dann für mich heute mit diesem Flugtag. Ja, es hätte ein bisschen weiter gehen können, ja. Ich wollte wahrscheinlich wieder zu viel, zu schnell. Aber ja, trotzdem lasst es mir nicht schwierig sagen. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Auf jeden Fall war es halt nicht der Ultratag. Naja, so ist es auch und das gehört auch mal erzählt, die Geschichte, und deswegen mache ich es. Ja, jetzt kommt dann schon die Zeit, wo das dann geht, eigentlich.
Aber heute jetzt das mit der Bewölkung so eine Sache, weil jetzt sind da oben so hohe Wolken, die die Sonne ein bisschen abschirmen, dann wird die Thermik noch schwächer. Okay. Und relativ windig ist es auch. Und, naja, war halt nicht der perfekte Tag, aber dafür ein bisschen frische Luft. Mann, ist das jetzt nicht schnell gegangen. Ich bin zu einer Hauptstraße gegangen, so am Weg gegangen, vielleicht 50 Meter. Daumen rauskommen, 3 Autos, das hinterste davon bleibt sofort stehen. Aber danke Rainer und Aaron fürs Mitnehmen. Und ja, jetzt bin ich am Bahnhof und kann meinen Plan weiterverfolgen, dass ich gleich in Straubing bin. Also passt. Ja. Und ich habe mich von sowas nicht entmutigen lassen, finde ich. Und vor allem auch mal die Erfahrung machen, gerade wenn man jetzt mal vielleicht mit dem Streckenfliegen anfängt und ab und zu mal Daumen raushält, zum Tempo geht. Habe ich vorher auch nicht gemacht, aber probiert es mal aus und habt keine Angst, sondern seid so selbstbewusst. Es funktioniert und die Leute sind nett, werdet sehen. Das ist super. Also, bis zum nächsten Mal, vielleicht wieder beim längeren Flug.